Der Bruno Gröning Freundeskreis informiert in weltweiten Vorträgen über die Möglichkeit der Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings. Interessierte und Hilfesuchende erfahren, wie sie über das sogenannte Einstellen die positive, göttliche Kraft in sich aufnehmen können. Bruno Gröning nannte diese Kraft auch Heilstrom. Dieser kann Hilfen und Heilungen bewirken. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler. Ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis, einer der weltweit größten Vereinigungen für Heilung auf dem geistigen Weg. In dieser Folge möchte ich Menschen zu Wort kommen lassen, die durch die Aufnahme des Heilstroms, wie Bruno Gröning die göttliche Kraft nannte, Hilfen und Heilungen erfahren haben. Doch zunächst einige kurze Erläuterungen vorab. Bruno Gröning hat unseren Körper mit einer Batterie verglichen. Eine Batterie hat immer einen gewissen Ladezustand zwischen vollgeladen und leer. Jeder von uns weiß, dass wir umso besser funktionieren, je mehr Kraft wir haben. Das kennen wir aus der Arbeit, vom Sport, aber auch aus anderen Bereichen. Im Laufe eines Tages verbrauchen wir durch unsere Tätigkeit laufend Energien. Besonders aber, wenn wir uns über irgendetwas ärgern, negative Gedanken aufnehmen, streiten oder sonstigen Energieräubern begegnen. Wenn wir energielos geworden sind, nennen wir dies oft Nervosität, Unruhe oder Kraftlosigkeit. Bruno Gröning hat im Rahmen seiner Lehre das sogenannte Einstellen vermittelt. Mit diesem Einstellen können wir jeden Tag, so oft wir wollen, zusätzlich positive göttliche Energie aufnehmen. Dadurch verfügen wir immer über eine vollgeladene Batterie. In regelmäßigen Abständen von 3 Wochen treffen sich die Bruno Gröning Freunde in örtlichen Gemeinschaften. Inzwischen gibt es ca. 3000 Gemeinschaften in über 130 Ländern. Dort nehmen die Freunde gemeinsam die Kraft auf, erfahren mehr über die Lehre Bruno Grönings und tauschen ihre guten Erfahrungen aus. Bruno Gröning selbst sagte, je mehr sie das Gute in sich aufnehmen, desto wohler werden sie sich fühlen. Desto eher wird die Ordnung, sprich Gesundheit, in ihrem Körper zustande kommen. Doch hören und sehen Sie selbst. I am 72 years old. In 1973 ich bin 72 Jahre alt. 1973 stürzte ich eine Felswand hinab und verletzte meine Wirbelsäule. Es betraf L4, L5 und S1. Die Ärzte sagten mir, ich würde noch vor dem Alter von 45 Jahren im Rollstuhl sitzen. Ich konnte nicht lange sitzen, konnte nicht auf dem Bett liegen, nicht Auto fahren. Und ich bin Feuerwehrmann. Ich fahre normalerweise Feuerwehrfahrzeuge. Das machte es sehr schwer. Die Arbeit war sehr hart. Er nahm eine Menge Schmerzmittel, Entzündungshemmer, sogar Medikamente gegen die Entzündungshemmer, um Geschwüre zu verhindern. Meine Frau nahm mich mit zu einem Bruno Gröning-Treffen. Sie war neugierig geworden wegen eines Fotos, das sie bei einem Freund sah. Auf jeden Fall ging ich mit zum Treffen. Und seitdem kann ich alles machen, was ich will. Ich kann heben, ich kann fahren. Und die Filmcrew hier kann bezeugen, dass ich jetzt ohne Probleme einen Bus fahren kann. Jetzt ist er wieder bei der Feuerwehr, bekämpft Feuer, klettert auf Berge, schwimmt, fährt mit seinem Rad durch die Stadt. Er erledigt eine Menge Arbeiten in der Stadt. Er ist ein sehr starker Mann, so als ob nie etwas gewesen wäre. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ich kann nur sagen, dass ich Gott danke für die Heilung, die ich erhalten habe. Es ist schon unglaublich zu sehen, was hier bei Menschen geschieht, die körperliche Probleme hatten, dass sie geheilt werden durch die Aufnahme des göttlichen Heilstroms, dass sie wieder aktiv am Leben teilnehmen können, und für die Ärzte bleibt da einfach nur ein Fragezeichen übrig. Das war jetzt der Feuerwehrmann aus Australien. Nun schauen wir mal nach Afrika, was dort im Freundeskreis geschieht.
Wenn Sie jemand sind, wie ich es bin, das Oberhaupt einer großen Familie und der Anführer von vielen Menschen, und Sie wollen den Leuten helfen, denke ich, dies ist die beste Sache, die Sie haben. Und es kostet überhaupt nichts. Es gibt viele Leute, denen es helfen kann. Viele Leute, die eine Menge ernste Probleme haben. Ihnen kann auf diesem Weg geholfen werden. Mein Name ist Samson Adjetey, Gemeinschaftsleiter der Gemeinschaft Accra in Ghana. Ich zeige Ihnen jetzt etwas von der Landschaft und von den Erfolgsberichten in Ghana. Mitte der 90er Jahre entstanden in Afrika erste Gemeinschaften. Zunächst in Südafrika und Namibia, später auch in anderen Ländern, so beispielsweise im Kongo, in Togo, Burundi, Angola, Uganda und Tansania, in Tunesien, Marokko und im Sudan. Auch auf Mauritius und Madagaskar gibt es Bruno Gröning-Freunde. Samson Adjetey ist auf dem Weg zu Freunden aus der Gemeinschaft Accra. In Ghana, ebenso wie in anderen afrikanischen Ländern, sind in den letzten Jahren viele erstaunliche Heilungen geschehen. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your wife? Alfred Kwasi Agbetsiafa ist von einem Herzleiden frei geworden und hilft aus Dankbarkeit schon seit einigen Jahren im Freundeskreis mit. Seine Frau Lilly hatte 35 Jahre lang Asthma und ist ebenfalls geheilt. Auch ein Arzt aus Togo ist zur Tagung nach Ghana gereist. Ich habe die Lehre Bruno Grönings kennengelernt bei der Suche nach Heilung für meine Frau. Sie war seit 8 Jahren krank. Sie hatte starke Migräneanfälle, begleitet von allgemeiner Schwäche, Müdigkeit und Atemnot. Sie konnte kaum atmen, kurz ein allgemeines Unwohlsein. Sie konnte kaum schlafen, verbrachte praktisch schlaflose Nächte. Sie konnte den Haushalt nicht mehr führen. Ich musste eine Haushaltshilfe einstellen, die sich um meine Kinder kümmern sollte. Da berichtete mir ein Freund von der Lehre Bruno Grönings und von einer Tagung in Ghana vom 3. bis 5. Februar 2006. Ich hatte keine Wahl, denn ihre Behandlung hatte mich sehr viel Geld gekostet. Da dies eine geistige Heilung war, riskierte ich es. Ich fuhr nach Ghana, nahm an der Tagung teil und war am 7. Februar zurück in Lomé. Und nach kam sie zu sich. Die Kopfschmerzen verschwanden. Das Atmen wurde gut, der Schlaf kehrte zurück. Sie schläft gut. Die Freude kam wieder in die Familie. Innerhalb von 3 Monaten war dieser ganze Schmerz, dieses ganze Unbehagen verschwunden. Und meine Frau ist geheilt. Ich danke Gott. Jetzt schläft sie, macht selbst den Haushalt. Wir brauchen niemanden mehr, der sich um unsere 3 Kinder kümmert. Sie ist vollkommen geheilt. Ja, Afrika ist ein großer Kontinent. Und auch hier in den verschiedensten Ländern ist die Not riesengroß. Die Menschen suchen einfach nach Heilung. Die medizinische Versorgung ist dort nicht zu vergleichen mit dem, wie wir sie hier in Europa kennen. Gerade dort ist die Lehre Bruno Grönings so unendlich wertvoll, weil die Heilungen nicht über Materielles, sprich Medikamente geschehen, sondern die Heilungen geschehen auf geistigem Weg und kosten nichts. Es ist aber auch wichtig, dass die Menschen aufgeklärt werden und dass sie wissen, wie sie diesen göttlichen Heilstrom in sich aufnehmen, um ihn für ihre Gesundheit und ihr tägliches Leben nutzen zu können. Auch hier sehen wir, was möglich ist und wie glücklich die Menschen dort geworden sind. Die Heilungen
beschränken sich allerdings nicht nur auf den körperlichen Bereich, sondern gehen auch in den seelischen Bereich. Wir haben jetzt eine Heilung für Sie rausgesucht, die sensationell ist. Ich selber kenne die Frau sehr gut und für mich ist diese Heilung, die wir jetzt gleich sehen werden, genauso wie die anderen auch, absolut unerklärlich. Wir können diese Heilung nicht wirklich erklären, aber wir können sie miterleben und dokumentieren. Ja, mit circa 17 Jahren sind mein damaliger Freund, der später mein Mann wurde, und ich sind wir von einem Bekannten auf einen Joint eingeladen worden, auf eine Haschisch-Zigaretten. Wir haben dann mitgeraucht und es ist dann so weitergegangen, wir haben dann die nächsten 2-3 Mal, wo wir uns gesehen haben, haben wir uns wieder einladen lassen. Und dann haben wir angefangen, dass wir selber kaufen, am Anfang 10 Gramm meistens, die haben wir am Wochenende geraucht. Man trifft dann einfach immer mehr Menschen, die auch Drogen nehmen und lernt dann einfach alles Mögliche kennen. Ich habe dann angefangen mit LSD-Trips, mit Speed, mit Kokain, Tabletten in Verbindung mit Alkohol bis zum Heroin. Also wenn ich jetzt so denke, mir fällt keine Droge ein, egal ob Ecstasy, ganz egal, die ich nicht genommen hätte. Eben wirklich so alle Drogen quer durch die Bank, halluzinogene Pilze, einfach wirklich alles. Ich habe dann eben schon durch die ganzen Drogen, den jahrelangen Drogenkonsum, habe ich schon Schmerzen gekriegt in den Gelenken. Und wegen den Gelenkschmerzen bin ich dann zu einem Arzt gegangen, der hat mich akupunktiert. Und bei diesem Arzt habe ich einen Flyer gesehen, Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings, Einladung zu einem Ärzteinformationsvortrag. Der Ärzteinformationsvortrag war am 22. Oktober 1998. Das Ärzteinfo war aus, wir sind nach Hause gefahren und im Auto kriege ich auf einmal den Gedanken, jetzt hörst auf zum Rauchen, zum Haschischrauchen. Und habe das zu meinem Bruder dann gesagt, sage ich, was jetzt hör ich auf zum Haschischrauchen? Und er nur ganz kurz, ja, Andrea, kenne ich schon so auf die Art. Ist ja klar, er hat mir ja 18 Jahre nur gekannt, eben, dass ich ohne Drogen nicht sein kann. Es war dann so, ab dem 22. Oktober 98, ab diesem Abend bis heute, habe ich keine harten Drogen mehr genommen. Kein Heroin, kein Kokain, keine Tabletten, gar nichts. Heute geht es mir richtig gut. Ich fühle mich einfach frei, kann mein Leben wieder genießen, kann so wie heute einfach in der Stadt sitzen und was trinken und brauche nicht denken, wo kriege ich die nächsten Drogen her. Ja, ich fühle mich einfach wie ein gesunder junger Mensch. Dies sind bewegende Beispiele von Menschen, die den Glauben an ihre Heilung aufgenommen haben und im Bruno Gröning Freundeskreis durch die Aufnahme der Heilkraft gesund geworden sind. Übrigens finden Sie weitere Berichte auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie also mehr über Bruno Gröning, seine Lehre und den Freundeskreis erfahren möchten, dann nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite und Sie werden zu einem kostenlosen Informationsabend in Ihrer Nähe eingeladen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke und setzen einen Daumen. Ich freue mich darauf, Sie schon bald wieder hier auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu können und wünsche Ihnen bis dahin von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Ihr Dieter Häusler.